ich bin Dr. AP. Das heutige Thema lautet Adornos negative Dialektik. Adorno denkt Geschichte nicht als Fortschritt, sondern als Katastrophe. Was wir Fortschritt nennen, ist der Sturm, der die Trümmer der Vergangenheit immer höher auftürmt. Auschwitz markiert den Bruch, den Moment, in dem sich zeigt, dass Aufklärung in organisierte Vernichtung umschlagen kann. In einer zerbrochenen Welt, sagt Adorno, ist das Ganze nicht wahr. Es ist das Unwahre. Stellen Sie sich mal eine Philosophie vor, die nicht in einem Elfenbeinturm entsteht, sondern direkt aus den Trümmern der Zivilisation. Genau darum geht es heute. Wir tauchen ein in Theodor Adornos negative Dialektik. Das ist, zugegeben, eine der sperrigsten, aber vielleicht auch eine der wichtigsten Ideen des 20. Jahrhunderts. Und um da direkt reinzukommen, fangen wir mit einer Aussage an, die so erschütternd ist wie die Philosophie selbst. Ein einziger Satz, der die Welt der Kunst und des Denkens für immer verändern sollte. Was bringt einen Denker zu einer so radikalen Feststellung? Und, was vielleicht noch spannender ist, warum hat er genau diese Aussage später selbst wieder in Frage gestellt? Um das zu verstehen, müssen wir uns einem Ereignis zuwenden, das die Grundfesten des westlichen Denkens bis ins Mark erschüttert hat. Wir reden hier aber nicht einfach nur über ein historisches Ereignis. Für Adorno war Auschwitz ein philosophischer Super-GAU. Ein Moment, der die alte Art zu denken nicht nur in Frage gestellt, sondern sie eigentlich unmöglich gemacht hat. Adorno sah Auschwitz eben nicht als eine Art Betriebsunfall der Geschichte. Für ihn war es der absolut logische Endpunkt einer bestimmten Denkweise, einer bestimmten Form von Vernunft. Eine Katastrophe, die direkt aus dem Herzen der Aufklärung selbst erwachsen ist. Nach Auschwitz noch zu versuchen, irgendwie einen höheren Sinn oder einen Fortschritt in der Geschichte zu sehen, das war für ihn nicht nur falsch, es war moralisch absolut pervers. Damit war quasi ein neuer kategorischer Imperativ für das Denken geboren. Der Ausgangspunkt ist jetzt nicht mehr die abstrakte Suche nach Wahrheit, sondern die ganz konkrete körperliche Realität des Leidens. Die Philosophie, so Adorno, muss sich von nun an immer am Schmerz der Opfer messen lassen. Aber wovon genau hat sich Adorno da so radikal abgewendet? Um diesen Bruch wirklich zu verstehen, müssen wir uns ganz kurz die Philosophie anschauen, die das Denken vor ihm dominiert hat. Die von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel, muss man wissen, sah die Geschichte als einen großen, optimistischen Prozess. Seine Dialektik ist wie ein Dreischritt. Es gibt eine These, dann kommt eine Antithese als Widerspruch und am Ende steht die Synthese, die beide auf einer höheren Ebene versöhnt und aufhebt. Jeder Konflikt, jeder Widerspruch, alles führt am Ende zu Fortschritt. Und genau dieser Glaube an eine rationale, sich immer weiterentwickelnde Geschichte, dieser Optimismus, dass am Ende alles in einem großen Ganzen aufgeht, genau das war für Adorno nach Auschwitz absolut unhaltbar geworden. Also, wenn Hegels harmonische Synthese, seine große Versöhnungsstory, nicht mehr glaubwürdig ist, was kommt dann? Adornos Antwort darauf ist so radikal wie die Frage selbst, eine Logik des Zerfalls. In seinem Hauptwerk, der negativen Dialektik, schlägt er genau das vor. Eine Philosophie, die sich ganz bewusst dem Happy End verweigert. Eine Art zu denken, die absichtlich nicht zu einer glatten, harmonischen Auflösung kommt. Und warum das Ganze? Nun, weil unsere Realität eben voller ungelöster Widersprüche ist. Die Gesellschaft ist ja nicht harmonisch. Warum sollte unsere Philosophie dann so tun, als ob? Die negative Dialektik will die Brüche und Risse in der Realität schonungslos aufzeigen, anstatt sie mit schönen Theorien zuzukleistern. Das absolute Herzstück dieser Idee ist das Prinzip der Nicht-Identität. Das klingt jetzt vielleicht erstmal furchtbar abstrakt, hat aber tiefgreifende und sehr, sehr reale Konsequenzen. Denken Sie mal an den Unterschied zwischen dem Wort Blatt und diesem einen, ganz spezifischen Blatt hier, mit all seinen Adern, Rissen und Eigenheiten. Das Wort, der Begriff Blatt, kann diese Einzigartigkeit niemals zu 100% einfangen. Und dieser Rest, der dabei immer durchs Raster fällt, das ist das Nicht-Identische. Und genau diesen Rest, so Adorno, hat die traditionelle Philosophie systematisch unter den Teppich gekehrt. Und das bringt uns jetzt wirklich zum Kern von Adornos Kritik. Er nannte das Ganze die Tyrannei der Identität.
Dieses Identitätsdenken ist wie das sprichwörtliche Prokrustesbett. Alles, was nicht in unsere ordentlichen, kleinen Denkschubladen passt, wird einfach gewaltsam zurechtgestutzt oder abgeschnitten. Und Adorno sah da eine ganz direkte, unheilvolle Verbindung zwischen dieser Gewalt im Denken und der physischen Gewalt des 20. Jahrhunderts. Schauen Sie sich mal diese Parallele an. Im Denken nehmen wir ein einzigartiges Ding und stecken es in eine allgemeine Kategorie. Im Kapitalismus nehmen wir ein einzigartiges Produkt, reduzieren es auf seinen Tauschwert und machen es damit austauschbar. Für Adorno ist das genau dieselbe gewaltsame Logik. Das Besondere wird dem Allgemeinen untergeordnet, das Einzigartige wird austauschbar gemacht. Und hier kommt die wirklich erschreckende Schlussfolgerung. Auschwitz war für Adorno die brutale Bestätigung, dass diese Logik der reinen Identität am Ende tödlich ist. Der Drang, alles gleich zu machen, jeden Unterschied auszulöschen, findet seinen schrecklichsten Ausdruck in der Massenvernichtung. Oder, wie er es noch kürzer und prägnanter formuliert hat, Völkermord ist die absolute Integration. Es ist der ultimative, gewaltsame Versuch, ein perfekt einheitliches System zu schaffen, in dem man alles auslöscht, was nicht hineinpasst, alles, was nicht identisch ist. Angesichts dieser, man muss schon sagen, ziemlich düsteren Diagnose stellt sich natürlich eine drängende Frage. Welche Rolle bleibt da überhaupt noch für die Kultur, für die Kunst? Kann es in einer solchen Welt noch Poesie, noch Schönheit geben? Und damit sind wir wieder genau bei der Aussage, mit der alles angefangen hat. Das war Adornos erste, instinktive, fast schon körperliche Reaktion. Nach diesem unvorstellbaren Horror, einfach weiterzumachen, Schönheit zu schaffen, das schien ihm wie ein Verrat an den Opfern, eine Verhöhnung ihres Leidens. Doch, und das ist entscheidend, er hat sich korrigiert. Er erkannte später, dass das nicht endende Leiden ein Recht auf Ausdruck hat, genauso wie ein Gefolterter das Recht hat zu schreien. Kunst nach Auschwitz kann keine heile Welt mehr vorspiegeln. Sie muss ein Schrei sein, ein Zeugnis des unlösbaren Schmerzes, ohne den Versuch, diesem Schmerz einen Sinn überzustülpen. Was für eine Kraft hat also eine Philosophie, die sich weigert, uns einfache, positive Lösungen anzubieten? Nun, Adorno gibt uns keine einfachen Antworten. Er gibt uns aber vielleicht etwas viel Wichtigeres. Werkzeuge, um wachsam zu bleiben, um der Versuchung zu widerstehen, die tiefen Risse in unserer Welt mit schönen Worten oder großen Theorien zu überdecken. Es ist eine unbequeme, eine ehrliche Form der Hoffnung. Eine Hoffnung, die uns zwingt, genau dorthin zu schauen, wo es weh tut. Und vielleicht ist das, in einer Welt, die immer noch zerbrochen ist, die einzig ehrliche Form der Hoffnung, die uns wirklich bleibt. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.